Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallöchen! Heute mit dabei, selbstverständlich wieder Bella und heute auch mit dabei Teddy. Teddy ist wieder anwesend und wir haben wieder bestellt. Natürlich bei Temu, wie immer. Beziehungsweise eigentlich hat Bella diesmal wieder bestellt, denn es dreht sich um Folgendes. Für die einen oder anderen, die es noch nicht wissen, können wir glaube ich jetzt mal raushauen. Bella und ich werden heiraten, denn die einen oder anderen, die gedacht haben, wir wären schon verheiratet, nein, sind wir nicht. Wir haben uns dazu entschieden, schön im Sommer zu heiraten. Und was man bei einer Hochzeit selbstverständlich braucht, wie zu allen anderen Partys und Geburtstagen natürlich auch, ist jede Menge Deko, Artikel. Man macht sich Gedanken, was macht man hin und her. Und wir waren auch lange am Überlegen, wie wir unsere Hochzeit gestalten wollen werden. Und jeder, der schon geheiratet hat, der wird wahrscheinlich auch wissen, da ist gerade, wenn er hinterher um die Festlichkeiten geht, wahnsinnig viel Geschirr, Besteck und dann hast du schön gefeiert mit der ganzen Familie und dann denkst du daran, alles klar, entweder muss ich morgen um 10, 11 wieder hin, weil der Saal oder wie auch immer zurückgegeben werden muss und da ist kein Bock drauf. Genau. Also haben wir uns dazu entschieden, wir arbeiten mit und das zeigen wir euch jetzt. Bella hat bestellt. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Wie ihr seht, der Tisch ist rappelvoll. Wir fangen mit dem an. Ja, ist mein Voraus. Rappelvoll wie immer, ne? Wenn Bella was bestellt, dann macht sie es richtig. Sehr schön. Wer fängt an zu ziehen? Juhu! Schnick, schnack, schnuck. Vierter! Du hast gewonnen. Nein, doch. So geht das. So geht das. Okay. Also, als erstes habe ich mir gedacht, ich bestelle mal eine Tischdecke, ne? Das Coole an der Tischdecke ist einfach, also nur mal ganz kurz vorab zu sagen, wir wollten keinen Service und so weiter haben, wir wollten keine fremde Leute, die da rumrennen und hin und her, wir wollten uns nicht den Arsch hinterher tragen lassen, weil wir sind ein super Familie- und Freundeskreis, wo da alles hervorragend läuft. Wir haben ein super geiles Etablissement mit riesen Garten und Außengehege und Innengehege und Bierverköstigungsplatz für die Herrschaften und auch ein Weinschiebchen und weiß ich nicht was. Und deswegen wollten wir das gar nicht haben. Also das nur zur Erklärung, da ist kein Service, der das sauber macht. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie machen wir das am besten, dass wir genug Zeit für alle haben und sich keiner um nichts kümmern muss, weil alles von ganz alleine läuft. Und da kommen wir nämlich zu dieser Tischdecke, denn ich wollte eigentlich, du hast ja ganz normalen Tisch, da kriegst du auf der Rolle schön so 1 Meter, kannst du ausrollen, dann schneidest du die zu, ist eigentlich eine coole Sache. Bella hat was viel Geileres gefunden. Denn dieses Deckchen hier, selbstverständlich auch wieder von Temu, wie gesagt, ist 137 mal 183 Zentimeter groß. Yes. Das Schöne daran ist aber, dass Also 1,37 breit, ne? ja, 1,37 breit und Ja, das ist kein Standardmaß. das ist kein Standardmaß, ne? Aber ne? was die Bella nicht weiß, ist egal, ob es so oder so ist, wenn man es dreht, ist es wieder genauso, wie es sein soll. Also von daher, da bin ich immer, ist nicht schlimm, alles klar. Also 1,37 mal 1,83 Meter. Das Schöne, wie gesagt, Freunde, ist, das ist eben kein Papier. Nein. Das ist ein bisschen dickerer Stoff, sag ich mal, als eine, was soll ich jetzt sagen, als eine Einkaufstasche. Ist reißfest. Und für den Einmalgebrauch mega. Ich bin da schon wieder anders, weil ich habe gesagt, nicht nur für den Eimer gebraucht, je nachdem wie die aussehen. Ich bin ja so ein Fuchs, ne? Recycling und so weiter, grüne neue Welle, denk an die neue Zukunft etc. Ist richtig. Da wasche ich die vielleicht ab, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist, man könnte es machen. Sie ist abwaschbar, weil hätten wir jetzt meine Papierdings genommen, ist ja ganz klar, der Erste, der irgendwie mit einem Süppchen oder weiß nicht was oder mit der Soße kleckert, hast den ganzen Tisch versaut, saugt sich irgendwann voll, sieht irgendwann aus wie beide Zigeuners, muss keiner haben. Ihr könnt mal ganz schnell mit dem Lappen rübergehen. Von daher fand ich das schon mal hervorragend. Wie gesagt, die Größe haben wir erklärt, reißfest, abwaschbar, ich glaube, ich habe nichts vergessen, ich fand das super. Ich weiß nicht, wie wir das wieder in die Tüte kriegen, wo wir das gerade rausgeholt haben, ist auch nicht schlimm. Ich halte das, ich werde das bügeln später. Später werde ich das bügeln. Ich mache die wieder richtig schön glatt. So, lass uns weitermachen. Jetzt darf ich was ziehen. Ja, Ne? jetzt darfst du ziehen. Pass auf. Das sieht man nicht mit der Tüte, Schatz. Also, Freunde, das hier ist... So, ich habe gesagt, wir wollen nicht spülen. Deswegen... Ich guck mal in die Kamera hier, ne? So, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen Plastikbesteck. Damit wir da auch nichts an der Mütze haben, dann kann dann hinterher alles schön weg. Das ganz normale Standardzeug wollte Bella natürlich nicht haben, weil es super ist. Und hier hat sie halt diese Chrome Edition gefunden, die auch noch ein super geiles Design hat. Sieht man das? Und das Messer habe ich schon getestet. Also das riecht sowas von schön in der Hand. Das ist wirklich großes Kino und sieht natürlich ganz anders aus. Ach so, und das ist auch noch ganz wichtig, genau. Seht ihr das hier? Also das sieht jetzt hier labbelig aus, aber das ist sehr formstabil. Also das ist wesentlich stabiler als diese weißen Dinger, die es gibt. Und ich fand das halt geil, weil das liegt hier echt wunderschön mit diesem Rücken. Das liegt so geil in der Hand. Und jeder kennt das, wenn man eine Pommes, du hast hier Schnitzel mit
mit diesen Messern geholt. Da kriegst du nichts geschissen. Also die Gabel, die bricht grundsätzlich ab. Genau zu der kommen wir nämlich jetzt. Das hier ist nämlich das Gabelset. Und es ist halt Edelstahl-Look, also es sieht echt super Genau, das sieht aus. wirklich toll aus. Ne? So, zack. Also das ist ja. eine feine Sache, kannst du schön auch hier übereinander stellen. Ja. Ne? Ist dann hier auch. So, Also auch hier die Zähnchen. Klar ist der Plastik, aber die sind, wir haben das einmal ausprobiert. Also die geht nicht kaputt wie diese weiße Pommesbudengabel. Ne? Genau. Und du hast das einfach, wie gesagt, wunderschön. Dann haben wir natürlich noch die Suppenlöffel. Die Suppenlöffel sehen so aus. Zack. Also mit dem wunderschön meine ich natürlich, weil geil ist, weil es nicht so weiß ist, ne? Ja. So. Und dann hast du da einfach schön liegen. Und jetzt Achtung, die Leute, die jetzt sagen, das geht aber nicht, so viel Plastik und hin und her. Ihr habt vollkommen recht. Weil dieses Besteck so wunderschön ist, hier haben wir den Kaffeelöffel. Haben wir nämlich direkt schon gesagt, dass wir dafür ein schönes Säckchen machen. Und dann werden wir tatsächlich gucken, was ist davon kaputt gegangen, was ist noch zu gebrauchen. Dann geht er zu Hause einmal in eine Geschirrspüle und dann werden wir gucken, ob das Chrom noch da ist. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann werden wir selbstverständlich zur Sommerparty, die wir auch noch haben werden, wiederverwenden. Preise von jedem Einzelnen blenden wir euch natürlich jetzt hier wieder irgendwo ein. Von den Messern, von der Gabel und von den großen Suppenlöffeln und von den Kaffeelöffeln. Wie mega. Tada! Was ist denn hier los? Weil man ja nie weiß, was ist jetzt schöner. Genau. Und was ist stabiler. Hat Bella natürlich 2 bestellt. Ich hole euch das einmal ganz kurz raus. Aber wir haben uns für die erste Variation entschieden. Die wir euch gerade gezeigt haben. Ja, weil diese doch etwas stabilerer sind als die wir euch jetzt vorstellen. Auch schön, Auch schön, aber wie Bella schon sagt, ganz genau, entschuldige. aber halt nicht so formstabil, ne? Gibt es hier bei diesem Set kein Kaffeelöffel-Set? Nein. Siehst du, noch einen Grund mehr, dass wir das erste genommen haben, weil da sind die passenden Löffel mit dabei. Nichtsdestotrotz zeigen wir euch die jetzt auch nochmal. Bella wollte ich schon zurückschicken. Ich habe gesagt, nee, lass mal. Können wir auch nochmal zeigen. Die sind dann hier. Sieht auch gut aus, keine Frage. Aber die sind so schon wesentlich weicher. Und vor allem, das Messer ist so dünn. Seht ihr das? Und hier macht das hier hinten schon Flitzikazi. Also ich bin bei dem Set bin ich mir nicht sicher. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht wesentlich besser sein als den Quatsch, den du an der Pommesbude kriegst. Deswegen geht das wieder zurück. Nichtsdestotrotz wollten wir euch das auch noch einmal zeigen. Da ist das andere mit dem großen Rücken definitiv, weil gerade beim Messer hast du natürlich ein bisschen Druck drauf, wenn du mal Fleisch schneidest etc. Da machen wir bei dem gar keine Sorgen. Von dem versprechen wir uns halt beide, dass wir das nach dem Spülen, ich meine, da stand sogar, man könnte das auch spülen, das soll fest sein, dass wir das dann nochmal verwenden können, was großartig wäre. Weiß ich nicht genau, ne? Alles klar, kommen wir weg vom Edelstahl künstlichen Besteck. Genau, wir haben uns nämlich auch überlegt, da wir nicht spülen möchten, haben wir gedacht, wir machen von den Bechern her Hartplastikbecher. Diese hier. Ich hole einen raus. Aber, wie ihr sehen könnt, Hartplastik. Die Männer werden jetzt alle schreien, wisst ihr ganz genau, kostet 4,50 Euro. Vielleicht auch 4 Euro, wenn ihr Glück habt, eher 4,50, ne? Ganz genau. 0,4 bei jedem Bier zum Fußball. Hast du die Dinger draußen? Gehen halt nicht kaputt, sind bruchfest, sind aus wunderbarem, ich habe keine Ahnung, was für Material. PP, Polystyrol, Polyester, habe ich gerade vergessen. Ich blende euch das hier unten nochmal ein, wie das eigentlich heißt. Fakt ist, die sind super, bei denen steht von vornherein schon fest, die kommen nicht weg. Genau. Weil die sind natürlich spülmaschinenfest etc. Yes. Da ist das eine große Sache. Davon haben wir, glaube ich, insgesamt auch 50 Stück oder was bestellt. Ja. Ne? Ja. Von daher ist das super. Die kannst du dir einmal schön holen. Danach schmeißt du die alle einmal in eine Geschirrspülmaschine rein. Wir machen direkt weiter mit Becherchen. Bella ist heute so organisiert. Ich bin heute so... Wahnsinn, ne? Oder? Krasse Scheiße. Wow! Der Knaller. Das ist echt der Knaller. Wahnsinn. Das bin ich gar nicht. Nee. Da habe ich was vergessen. Nee. Die Bella zeigt euch das. Ja, ich hole mal eben was. Wir haben uns gedacht, eigentlich wollte ich diese Becherchen hier für die kleinen Gäste oder für Cola, Fanta oder sowas, wenn man das alleine trinken möchte. Jetzt ohne Mischzeug. Aber dann kam der Rob auf eine sehr, sehr geile Idee, muss ich sagen. Und zwar sind das Becher, aber aus Plastik mit Futschglitzer. Gold. Wunderschöner Goldglitzer. Yeah. Ja, der war Tilly sofort verknallt, der hat gleich an Honig gedacht. Ja, der war total verknallt. Und dann kam die Blitzidee vom Robby. Weil ich habe dann natürlich ausführlich getestet und habe mal geguckt und da habe ich bei dem einen wirklich nur mal so minimal, wie der ein oder andere Onkel mal so einen festen Griff hat, wenn er einen Schluck Bier nehmen will, hat direkt das Knack gemacht, weil das ist ein anderes Material.
Ne? Das ist so ein Bruchzeugsdingen. Da habe ich gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dieses Mal. Aber, weil das nämlich so wunderschön glitzert, bin ich auf folgende Idee gekommen. So. Weil, du willst ja auch auf dem Tisch und da, wo das Besteck hast etc., willst du ja auch ein bisschen schön haben. Und weil das von innen so schön... Guck mal, Freunde. Kann man das sehen? Oh. Der ganze Goldfuzzi ist so richtig schön am Glitzern, logischerweise. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt richtig gut sehen kann. Fakt ist, das glitzert natürlich dann richtig schön hervorragend. Und wenn du das so schön auf dem Tischchen stehen hast, ne? Teddy sagt, oh. Dann hast du halt richtig schön so den Goldglitzer. Ich meine, klar waren wir am Überlegen, wenn das Teelicht da unten jetzt heiß wird, hält der Becher das aus, aber da sage ich euch ganz ehrlich, das werden wir ja merken. Wir haben die Kerze jetzt beim Abendbrot mal angehabt und insgesamt brennt die jetzt 1,5, wenn nicht sogar schon knapp 2 Stunden. Und wie man sehen kann, hält der Becher das hervorragend aus. Also da passiert überhaupt nichts. Hier unten drunter ist auch nicht heiß oder irgendwie, dass das Ding anfängt zu schmelzen. Also nur als Nachtrag nochmal, das funktioniert hervorragend und sieht echt schön aus. Fakt ist, optisch ist das eine schöne Sache. Die bleiben auch da. Yes. Als Becher, wie gesagt, zum Trinken können wir nicht empfehlen, weil, wie gesagt, drückst du hier ein bisschen zu viel. Irgendwo war das auch hier, genau. Seht ihr da? Hier, da? Genau, da ist er direkt gebrochen. Und deswegen haben wir gesagt, macht keinen Sinn, so als Kerzchen schöne Sache zum Hinstellen. Preis, wie gesagt, blenden wir euch hier irgendwo ein. So, jetzt haben wir noch ein bisschen So, Rauchatmosphäre. Ich habe noch was. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich habe gesagt, es gibt keine harten Sachen. Es gibt keine harten Sachen. Und dann kommt die mit sowas an. Aber, ja, Teddy. ich habe mir gedacht, ich hätte gerne ein bisschen Deko auf dem Tisch. Jetzt im Schnapsgläser. Nachhinein. Ein bisschen Deko auf dem Tisch. Und habe bestellt, nämlich mit Herzchen, kleine Pinchen. Oh. Genau. Plastik. So ging mir das mit dem Teelichtglas. Upsala. Genau, also hier sieht man einmal das Herzchen. Aber ich Wunderschön, fand die ist so natürlich schön. toll. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das Material heißt. Das ist halt dieses Zeug, das darfst du nicht einmal zu dolle anpacken. Das springt dir direkt weg. Ja, das war doof. Also von daher, Können wir nicht empfehlen. Können wir nicht empfehlen. Also an alle, die immer sagen, ihr redet Timo immer so schön, hat mit Timo nichts zu tun. Es geht hier um die Produkte. Was geil ist geil, was nicht geil ist nicht geil. Und das Ding nimmt halt einmal in der Hand, ist es kaputt. Deswegen ist das Schnäpschenglas nichts. Wie gesagt, und bei dem mit dem Goldfutzel muss man sich halt überlegen, ob man das irgendwie so als Ambiente-Licht haben möchte oder nicht. Selbstverständlich kann man die trotzdem benutzen, aber ich halte nichts davon, wenn er einmal irgendwie, weiß ich meine, das ist ja, Männer haben immer ein bisschen stärkeren Griff und dann macht das überall dann nur noch Ping, Ping, Ping auf der Party. Will ich nicht haben. so. So. Du darfst weiterziehen, wir bleiben aber beim Tisch. Wir bleiben beim Tisch, also wir bleiben weiter bei Bleiben Hochzeitsdekoration. beim Tisch. So. Nee, das, ja okay. Wieso? Das ist auch Deko, ne? Ja, das ist Deko. Das ist natürlich für jede Frau, geht jetzt hier ein Herzchen auf, ist richtig. Kannst du mit echten Blumen machen, kannst du aber auch mit denen machen. Das sind Genau. natürlich wunderschöne Blüten. Ich habe mir gedacht, ich mache das mit solchen Blüten, weil jetzt wirklich nur zum Drüberlaufen muss ich jetzt nicht unbedingt echte Blumen, Rosen oder Blätter oder wie auch immer haben. Ne? Das, nee, Ja. also So, und man muss auch dazu sagen, wir haben dieses Jahr noch eine Hochzeit, also nicht unsere, wir heiraten nicht zweimal, noch eine Hochzeit, da heiratet noch jemand und genau dafür kann man die dann nochmal wunderbar verwenden, das ist nämlich auch schön, weil die kannst du ja hinterher wirklich, was heißt aufhegen, aufhegen, aufsammeln, wie auch immer. Wie auch immer. Wir sind im Sommer auf der Wiese, ne? Also von daher ist das alles schön, klasse. Also einfach nur toll. Ich weiß nicht, wie viel jetzt hier in einem so einem Ding drin ist. Ich glaube, eine ganze Bestellung, da geht das immer drum, ne? 1000 insgesamt, also 500 in einem Tütchen. So. In einem Tütchen. Also, wisst ihr Bescheid. Preis und Menge blenden wir euch hier unten auch nochmal ein, falls wir es jetzt nicht ganz genau wussten, aber Bella ist sich da ziemlich sicher. 1000. Also, da kannst du, Zweimal 500. einmal richtig Ja. schön. Und die kannst du schön so auseinander machen, ne? Ja, so, ja, so, genau. So. Ja, so kannst du auch machen. Money, 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 money. So, wir bleiben beim Tisch. Immer noch bei Tisch. Also Tischdeko. Wir sind immer noch bei Wir sind immer Tischdeko. noch bei Tischdeko. So, jetzt noch mal kurz auf die Tischdecken zu sprechen zu kommen. Ja, richtig. Siehst Diese. du da? Diese. Nur eine weiße Tischdecke sieht ja auch immer sehr fad aus, muss ich sagen. Ne? So, und ich habe mir gedacht, wir machen coole Tischläufer und habe bestellt solche, weil unsere Hochzeit in Richtung Purple, Flieder, Lila Akzente
mit sich bringt. Unsere Kickerfarbe ist einfach, genau, unsere Kickerfarbe, man hat ja immer so eine Kickerfarbe bei irgendeiner Party oder bei einer Hochzeit und wir haben uns halt für lila Flieder entschieden. Lila Flieder. Richtig. Der Robin mag lila Flieder. Ich auch. Voll. Yes. Also nee, tatsächlich. Ne? Ich finde rot, da macht immer jeder. Jeder macht immer rot, jeder macht immer weiß. Giftgrün fanden wir zu toxisch. Ja? Bella liebt halt grün. Ja. Also Giftgrün mag ich auch, ist klar. Aber für eine Hochzeit nicht so ganz passend. Und da sind wir der Meinung, dass so lila Flieder ist so genau die wunderschöne Mitte. Ist ein schöner warmer Ton, macht wunderschön viel Spaß. Hört da nochmal rein. Genau. Und das wird unser Tischläufer, Mit damit es Glitzer. ein bisschen So. von der Deko her nicht ganz so weiß wird. Damit ihr einmal ganz kurz seht, wie das dann zusammen aussieht, hält die Bella hier noch einmal ganz Ich kurz halte fest. einmal So, fest. wir haben jetzt hier die weiße Tischdecke, weil das ist ja das Dicke, ist klar. Und ich glaube, hier in dem Licht sieht man es nicht ganz so gut. Es ist halt wirklich nur so dezent, ne? Seht ihr das? Ja, so. das wollte ich auch so. Wenn man das jetzt natürlich ein bisschen mehr haben will, also in diesem Licht sieht man jetzt nicht ganz so. Aber man sieht schon ein sieht das bisschen, Flieder ja. natürlich ein bisschen, unterscheidet sich schon. Will man das ein bisschen stärker haben, sag ich mal, dann nehmt ihr das einfach so doppelt. So, und dann wird der Ton natürlich ein bisschen mehr. Ne? In der Regel geht es aber nur darum, dass man hier diesen schönen Genau. Glitzereffekt hat und die funkeln auch in verschiedenen Farben. Seht ihr Ja, das? Guck mal. und wenn dann vielleicht so Disco-Licht kommt, Das ist super. leuchten die bestimmt mit Sicherheit nochmal. Ja, mit Sicherheit, klar. Da ist ja, wenn da Bewegungslicht reinkommt, dann sieht man ja, das ist halt schön am Funkeln. Und genau darum geht es. Ne? Es geht also nicht per se jetzt nur hier um diese Fliederfarbe, dass die den Tisch einmal teilt, sondern dass da schön was glitzert. Was die Frauen halt alle so mögen. Ne? Schön. Wobei ich habe auch nichts gegen Glitzer. Ich finde Glitzer auch schön. Jetzt geht es nochmal mit Deko weiter. Das da kannst du nehmen. Das hier Ja, das ist auch nochmal so dekomäßig. ist einfach super. Freunde, ich zeige das einmal jetzt Kostet hier. Nix. Ne? Also, da haben wir auch einmal Mix. Und in diesem Mix der Luftballons, zack, holen wir einmal raus. Ist einmal, die Dinger sind Metallicfarben, Flieder. Babyblau ist nicht Metallicfarben, ist einfach so ein bisschen Babyblau-grau. Sieht hier in der Kamera jetzt mehr blau aus als grau. Ich zeig nochmal hier, seht ihr die Farbe? So, Ja. zack. Dann haben wir hier ein Metallic-Blau. Zack. Dann haben wir ein ganz normales Da Standard-Weiß. müsste aber noch einer sein, ne? Da muss ja noch ein. Warte, ja, Sekunde. Ah, So, gut. und dann haben wir hier noch diesen, damit man das besser sehen kann, müssen wir einmal. Ist richtig. So. Da sind wunderschöne Sternchen drauf. Ja, und das ist für meinen Rundbogen, den ich bekomme. So, alles klar. Und ansonsten sieht er aus wie ein Kondomlappen. Ist aber nicht schlimm, weil das sieht man ja nicht mehr, weil er aufgeblasen ist. Sieht man nur noch die Sternchen. Wunderschön. So, was auch ganz toll ist. Also, zu diesem ganzen Set habt ihr hier. Genau. Das ist aber kein. Das ist kein Tesafilm. Hier ist auch nochmal ein. Ich weiß nicht, warum der eine so ist, der andere so. Sondern es ist Ballonglue. Und Ballonglue bedeutet, du hast auf der Rolle hast du so viele kleine runde Nuppis. Und die kannst du dann irgendwo auf den Ballon drauf machen. Ich blende euch hier mal ganz kurz ein Bild ein über Bellas Kopf, beziehungsweise Bellas Kopf verschwindet mal eben. Ganz genau. Da kannst du den Nuppi drauf machen und dann kannst du den Ballon halt da, wo du willst, ping, an eine Wand, an eine Decke, befestigen, wo du möchtest. Ne? Wir machen daraus so einen schönen Bogen. Die werden dann anders befestigt. Aber wer das möchte und die an eine Decke hinhängen kann, der kann die mit dem Kleber halt wunderbar anpinnen. Und dann, ach, du hast doch schon geöffnet. Genau. So. Ja. Hier sieht man jetzt Sehen ja wahrscheinlich anders einmal. aus. Sekunde. So, kann man sehen? Ja. Genau, da sind sie, ne? Da sind die runden Dinger, die kannst du dann doppelseitig aufkleben. Wie gesagt, und dann kannst du den Ballon schön irgendwo dran pappen. Großartig. Preis wie immer, blenden wir euch auch hier ein. Und in dem ganzen Set waren insgesamt 107. 107. Ach ja, 7 waren glaube ich diese hier. Ich glaube davon waren 7 da. Ja, die Ich meine, das zwei- waren 7. Ich habe gesagt, eine in der Mitte, 2, 2. Ne, sind 2, 4, sind 5. Wie die auf die 107 gekommen sind, Ja, das ist mir jetzt steht gerade aber in der, nicht ganz steht in der klar. Dings drin. 1, 2, 3, 4, 5. Und sonst war da auch keiner mehr, richtig? Ne, Mit genau. den Sternchendingern? Ne, die mit den Sternchen sind 5. Nur für die, die interessiert. Diese Highlight-Dinger sind 5 und der Rest ist dann irgendwie wechselnd. Aber das seht ihr auch dann, die haben das extra ausgeschrieben, wie viele von jedem drin sind. Ach so. Also alles cool. Bevor hinter irgendeiner schreit und sagt, oh, wie schön, dass du die Sterne aufgeblasen hast, aber was ist mit den anderen? Also wer das sehen möchte, ich blase für euch jetzt gerne auch nochmal den. Ja, guck mal, da wirkt der schon ganz anders. Habt ihr völlig recht, ne? So, da ist der in Metallic Blau. Also wirklich, mal ernsthaft, oder? Also wirklich schön.
Also, Das ist der Standard fliederfarbene, also ohne Metallic. Ne? Ja. Gut, das ist jetzt ein normales Ballonchen. Und der weiß es ja Zack. auch nicht Und anders. hier haben wir nochmal der Highlight-Ballon. Genau. Der wirkt dann schon anders. Ja? Ja. So, und falls jetzt noch die Frage kommt, wie groß kann man die aufblasen, machen wir das jetzt auch nochmal mit dem Lilanen. Denn hier ist noch ein bisschen Zug drauf. Noch kein Zug drauf, so. Mach mir nicht den Lilanen kaputt. So, ich würde sagen, genau so, wenn eine Bumsbirne wie ich. Fakt ist, hier haben wir, also hier ist noch, ne, seht ihr das hier unten? Da ist also wirklich noch ein bisschen, ist nicht wie Bella, weil Bella muss noch keine Angst haben. Aber ich würde sagen, mehr als so würde ich nicht machen. Reicht ja auch. Angenehme Größe, also 3-mal so groß wie beim Ballwerfen auf der Kirmes. Das steht schon mal fest. Ich lasse hier die Luft wieder raus. Achtung. Kennt ihr den eigentlich? Nee, das kennt keiner. Kennt keiner, ne? Kennt keiner. Geh erst rein. Habe ich Nein. bestimmt 20 Jahre nicht mehr. Ach, 30? Egal. So alt bin ich ja gar nicht, ne? Egal, bist du nicht, das bist keine 30 mehr. Ich bleib ewig 27. Eben. So, So, das jetzt waren haben wir... die Blue. Ups, Entschuldigung. Preis habe ich schon gesagt, haben wir irgendwo hier eingeblendet, ne? Wobei, das machen wir ja zwischendurch immer sowieso. Ja. Jetzt haben wir noch zwei... Achso, du darfst... Ach so, ja, das. Ja. Wir haben... Die Bella zeigt das halt mal eben und Ja. ich bin wieder vorbereitet. Für die Karten, die wir machen, habe ich mir gedacht, da unser Kicker ja Fliederlila ist, Purple, habe ich für unsere Karten, weil die kommen in ein Simmermentpapier und in diesem Simmermentpapier Hast du wird... gegoogelt? Was denn? Seidenpapier? Das ist doch so. Das Seidenpapier meinst du, ne? Ich wusste jetzt gar nicht. Ich habe immer Seiden, deswegen bin ich gerade überrascht. Nee, ich habe immer Seidenpapier dazu gesagt. Das ist dieses halbtransparente Papier, so wie das Brötchenbackpapier. Kannst du für Einladungen super nehmen. Ja. Ja, Simmermentpapier, hervorragend. Habe ich auch mal was gelernt, ne? Egal. Ja, das heißt Simmermentpapier. Habe ich mir gedacht, für unsere Karten zum Reinlegen und festmachen an dem Silbermentpapier. Ich habe mir gedacht, wir bestellen ein kleines Bändchen für unseren Kicker. Zeig das bitte einmal. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr schöne Sache, wie ich finde, wie wir finden, wie man Karten machen kann. Ja. Weil es halt schöner, als wenn die Karte nur von innen so bedruckt Ja, ist. das ist richtig. Und ja, dann das Bändchen mit da drum, passend in der Farbe jetzt als Kicker. Yes. Großartig. Dann möchte ich gerne oder möchten wir gerne die Karten mit einem Siegelstempel versiegeln. Ja, ist richtig. Nee, man kennt das hier, ne? Wir haben hier so ein Kalligraphen-Set, hat Bella mal geholt. Hier, darum geht es, ne? Genau, da kann man dann schön wie König Arthur sein Ding drauf machen. Ist bei dem Set, was Bella hier mal gekauft hat, leider in Gold Metallic, passt natürlich überhaupt nicht, deswegen Haben wir das natürlich auch in unserer Kickerfarbe bestellt. in lila Metallic. Also, Ja, auch das hier ist in lila Metallic. So, wir gucken uns das Ganze jetzt hier nochmal an, beziehungsweise für euch. Was schon mal sehr schönes ist, guck mal hier, kann man das sehen? Fokus jetzt, Fokus. Guck mal, wie schön das am Leuchten ist, diese Metallic-Farbe. Das ist Ja, also das großartig, ne? So, also da kommt das erst richtig zur Geltung, da hat man ja gerade gar nicht so gesehen. Jetzt machen wir das ein bisschen heiß. So, ich glaube, das darf nicht zu warm werden. Muss man sich einmal rantasten. So, jetzt läuft das da schön runter. So, dann haben wir nur einen Stempel und dann drücken wir den hier einmal so drauf. Und dann soll man das einen Moment so ruhen lassen, dass das abkühlen kann. Wir lassen das jetzt mal ganz kurz abkühlen, bis sich das gut anfühlt, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt circa, ich weiß nicht, 30 Sekunden gewartet. Und jetzt kann man schon ganz vorsichtig das Ding, da haben wir jetzt die Raute. Ist also eine feine Sache. Cool. Auf jeden Fall darf zu natürlich den Karten ein Umschlag nicht fehlen. Und da wir unsere Karten meistens persönlich abgeben, habe ich mir gedacht, damit es auch ein bisschen schön aussieht, gibt es einen transparenten Umschlag, wo die Karten natürlich auch sehr schön zu sehen sind, schön direkt. Fand ich total super, kriegst ja auch in 50, 100, 25er Mengen, also finde ich schön. Ja. Also, Kann man dann hinterher, wie gesagt, hier schön den Nuppi drauf machen, ne? genau, Mit dem Wachs. genau. Und dann zumachen, dann kann man halt schon ein bisschen reingucken. Ist eine schöne Sache, hat eine schöne Größe. Ja, Und finde ich super. so eine normale Kartengröße, die man normalerweise hat, ist ja hier, nur für die einen oder anderen, die es interessiert. Ne? Also hier, zack, zack. Also das ist praktisch eine umgeschlagene DIN A4 Seite.
wie das hier, ne? Das ist jetzt eine... Zack. Ach, guck mal. Ja, ihr könntet das also auch offen da reinlegen, ne? Also das ist eine halbe DIN A4 Seite, das ist ein halber DIN A4 Umschlag. Wenn du den jetzt hast, dann könntest du den hier reinmachen und könntest dann also die geöffnete Karte sozusagen, könnte man auch schon in dem Umschlag lesen. Also der eine oder andere, der sich denkt, so mit Seidenpapier und Schleife etc. will ich nicht haben, könnt ihr natürlich auch so machen. Dann ist das, sag ich mal, von den Fingerchen ein bisschen geschützt. Der könnte schon hier die Innenkarte lesen und von außen könnte das Bild sehen, wie die bedruckt worden ist. Man kann dieses wunderschöne Kuvert, also vielerlei, in viele Richtungen benutzen, wie man das möchte. Finde ich großartig. Schön rausgesucht. Ja. Wirklich toll. Geplant war aber eigentlich die Karten, ne, eine halbe DIN A4 Seite und dann eingeklackt, aber ich habe an das Zusammenklappen gar nicht gedacht und habe deswegen... Ja, genau deswegen habe ich den Zuschauern das gezeigt, weil da nicht immer jeder dran denkt und wo der Robby gerade denkt, erzählt der Robby euch, woran er gedacht hat. Genau. Großartig. Also, aber man kann es halt, also man das Nein, das ist doch super so. Nein, ich finde das doch super so. Ja, aber war trotzdem nicht so gedacht. Ich habe Das ist ja völlig egal, weil dadurch, dass wir, da hat die Welle jetzt auch wieder nicht am Schirm, dadurch, dass wir hier unten auch den Knoten haben, hätte ich jetzt einen halb so großen genommen, wäre der nämlich schon wieder viel zu auf Spannung gewesen. Wenn du dann den Knoten da reinmachst, dann geht das Ding nämlich hinterher kaputt. Habe ich nämlich damals rausgefunden, als ich das, wie gesagt, für den Papa gemacht habe. Da kriegst du nämlich dann Probleme. Nur da habe ich die noch nicht irgendwo bestellt, da bin ich in den Schreibwarenladen reingegangen und habe gesagt, gucken Sie mal, hier ist eine Karte, da ist mein Beispiel, dafür brauche ich ein Kuvert. Hat so nämlich nicht geklappt. Also von daher hast du unbewusst alles richtig gemacht. Ja. Ach so, da weiß ich sogar. Also, oh ja. da weiß ich jetzt sogar. Oh, da weiß er Nee, da weiß ich, ja klar. Aber ich weiß nur, weil da Dankeschön draufsteht, weiß ich, was das ist. Also, da steht Danke drauf und hier steht speziell für dich. Wie ihr alle wisst, gibt es ja manchmal, wenn man das möchte, bei der Hochzeit ein bisschen Gästegeschenke. Auch diese Gästegeschenke haben wir natürlich, aber aufgrund dessen, weil manche Leute der Gäste auch zugucken und Zuschauer sind, zeigen wir jetzt nicht, weil es gibt. Nein. Also, Fakt ist, da ist eine schnell schließende Box. Die ist hier, zack, 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 zack. Da hast du da innen so diese kleinen Dinger. Und hier kannst du die hier so. Und dann wird das hier einmal kann man das so sehen? So, da. Und dann wird das hier, da kommt der Nippel, ich mache das jetzt noch nicht, damit die noch nicht verknickt, ne? Da wird dann hier drunter geschoben, so, zack, das habe ich meine. Ne? Und dann ist das da schon zu. Und das gleiche kannst du hier oben dann noch machen. Und dann ist das wunderschön. Warte mal, hier oben kannst du das nicht machen. Ah nee! Da kommt dann das Band drauf. Genau, ich wollte gerade sagen, hier, da wird gar nichts geknickt, das wird hier so zusammen gemacht, zack. Und dann habt ihr hier so einen Falz. Auf der anderen Seite ist das Ding noch nicht raus, sprich da holen wir das mal eben raus, zack, genau. Holst du die Nuppe hier raus. So, muss man auf beiden Seiten machen, vorsichtig. So, und dann kann man nämlich kann man das sehen, zack, mit der Schleife wieder durch. Jetzt habe ich hier auch noch, also die sind halt noch nicht auseinander, ich sehe das jetzt noch. Muss man vorsichtig machen, so. Und dann kann da die Schleife durch und dann kann man nämlich sehen, dass man nichts sieht. Genau, muss man nochmal schön machen. Ja, und die Schleife ist dabei, ne? Und die Schleife ist dabei. In dem Fall ist die Schleife aber Gold. Anneliese Schmidt, hast du daran gedacht? Nee. So, also, das mag für Bella schön sein, für mich nicht. Da bin ich die Pussy, möchte ich nicht haben. Also ihr wisst Bescheid, hier ist Gold mit drin. Bei mir landen die woanders, weil die Farbe ist ja violett, deswegen bleiben wir dabei auch. Und dann wird nochmal violettfarbenes geholt. Oder wir nehmen, weil wir davon hier 1000 Meter bestellt haben, einfach was von dem. Ich habe gar nicht das, gelesen das oder muss ja gesehen, nicht so dick sein. Das muss nicht so dick sein. Das goldene Band dabei ist. Ich habe nur die Dinger gesehen. Nein, das ist ja, wie gesagt, ist auch gar kein Problem. Ich fand die voll cool. Nur, nee, ist richtig. Wir werden uns alle einig sein, das passt nicht zusammen. Deswegen ist schön, dass das Goldene mit dabei ist. Yes. Bei uns dann nicht. Da sind dann auch wieder, nehme ich mal, hast du 50 Stück bestellt. Ja. Ja. So, also wie gesagt, da steht drauf, Dankeschön, specially for you. Ist großartig. Tolle Sache. Da kommen dann die Giveaways. Giveaways heißt das, ne? Ich meine, die heißen Giveaways. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wie die heißen. Gastgeschenke. Ein Gastgeschenk halt, ne? Ja. Ist schön. Die da so reinpassen. So. Was ist damit? Da wollte ich nur ganz schnell einmal die Sohle zeigen, weil ich von der Sohle so begeistert bin. Ach so, ja, ist richtig. Ja. Ich habe mir zur Hochzeit ein paar Ballerinas bestellt, weil ich mir gedacht habe, irgendwann habe ich da auf hohe Schuhe und so. Und bevor ich im Barfuß rumlaufe, habe ich mir gedacht, ich nehme ein paar Ballerinas und habe Ballerinas bestellt mit ein paar Totenköpfen, weil mein zukünftiger Mann sehr auf Totenköpfe und sowas steht. Und die einfach ganz gut zu meinem Outfit passen.
und wollte euch die einmal zeigen, weil ich das super grandios finde. Die Sohle von innen. Hast du schon gezeigt? Ja. Achso, hast schon gezeigt. Ja. Die Sohle von innen. Also ich habe die nicht reingelegt, sondern es ist eine Einlage schon integriert. Das ist der Hammer. Da ist ja, wie wir euch in den anderen Schuhvideos und in dem Sommer-Special schon gezeigt haben, waren wir sehr begeistert davon, dass die Schuhe alle diese integrierten Buffer haben. Und bis jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass fast alle Schuhe, egal ob für Männlein oder Weiblein, gerade aber für die Frauen, halt immer irgendwie Fersenbuffer oder auch am Zeh oder auch hier die Seiten gebuffert waren. Wer die Videos nicht gesehen hat, der guckt nochmal rein. Ist also wirklich wahnsinnig. Wirklich? Und die Schuhe halten alle wie Sau. Also alle bösen Zungen, die sagen, das ist alles, ne? Nein. 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 Großartig. In dem einen Video hatte ich euch auch die Turnschuhe vorgestellt, wo man wie in so eine Socke reingehen kann. Ja. Im letzten Video auch gesagt, habe ich mir in Kroatien gehabt, 1000-mal gewaschen, keine Sohle hat sich gelöst. Ich weiß nicht, 5-6 Mal gewaschen, hervorragend. Ich habe die mittlerweile in allen Farben, die es überhaupt nur gibt. Ist super. Das ist einfach nur toll. Die Klamotten stinken nicht, haben wir auch schon 1000-mal gesagt. Wie gesagt, seht euch dazu die anderen Videos an. Kann man wirklich nur empfehlen, für kleines Geld, ganz normale Schuhe. Haben wir damals gedacht, mittlerweile wissen wir, sind wirklich super Schuhe und teilweise fanden wir die Qualität sogar besser als die, sagen wir heute mal, von anderen Schuhverkäufern, die es so gibt. Weil wenn ich mir da nämlich irgendwie mal einen Schuh geholt habe und ich habe den tatsächlich mal gewaschen, und da war nicht mal ein Stoffschuh, sondern da war ein Kunstleder oder wie auch immer, selbst mit Beutel etc. hast du rausgeholt, hat sich die Sohle gelöst, war das ganze Ding im Arsch und das Ding hat 3, 4, 5, 6 Mal so viel gekostet. Ne? Also von daher können wir das alle nur empfehlen. Die ganze Bestellung von Bella war großartig. Wie gesagt, Besteck haben wir jetzt zweimal gehabt, um einfach zu gucken, was besser ist. Da sucht sich jeder das eine oder andere raus. Becher großartig, Kuverts, alles super. Auch die Giveaway-Boxen finde ich super. Dass das mit dabei ist, klar, ist eine schöne Sache. Preis habt ihr ja gesehen, das spielt keine Rolle. Die hat man dann für was anderes. Da gibt es noch 1000 Möglichkeiten, wo man die nehmen kann. Ist ja auch schön. Ne? Die sind ja schön. Ist ein schöner Goldton, ist auch schön am Glänzen, aber passt halt nicht zum Thema. Ist auch nicht schlimm. Hat Bella ja nichts falsch gemacht, sondern gar nicht drauf geachtet. Hat sich nur auf die Boxen konzentriert. Ja. Ihr wisst jedenfalls Bescheid und solltet zu diesen Sets verschiedene Schleifen geben, zeige ich euch das jetzt hier nochmal. Ansonsten ist es das für heute gewesen. Teddy ist eingeschlafen. Das war das große... Teddy ist umgekippt, das erzählt. Teddy, wir waren noch nicht fähig. Oh ja. Na, komm, gib gleich mal zu essen. Das sieht ja, wir sind jetzt bald. Komm her, Teddy. Ja, genau. Jetzt haben wir heute fast geschafft. Also in diesem Sinne. Wisst ihr Bescheid, das war jetzt das große, kleine Spezial für Gastgeschenke, Dekos etc. Ein kleiner Einblick davon, wie man das alles organisieren kann. Teddy und ich finden, Bella hat das großartig gemacht. Von allem ist, wie gesagt, jede Menge mit dabei gewesen. Alles passt hervorragend zu dem, was es sein soll. Wir freuen uns natürlich sehr. Halten euch da auch, was das betrifft, auf dem Laufenden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Alles wird unten wieder verlinkt und wie ihr wisst, verzichten wir ja auf die Temo-Links, ne? Weil die ein oder anderen Artikel sind bei Temo dann immer schnell ausverkauft. Das bedeutet, die Links laufen ins Leere. Auch da hatten einige Zuschauer gefragt, warum wir nach Amazon verlinken. Ganz einfach, weil manche Leute finden die Sachen so toll, die können aber nicht 14 Tage warten. Und deswegen verlinken wir mal alles auch nochmal von Amazon, damit gerade die Prime-Kunden das, sage ich mal, 1, 2 Tage später direkt zu Hause haben und ebenfalls davon profitieren können. Alle Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung, einmal von Amazon. Bei Temo gebt ihr einfach nur den Namen ein, da findet ihr die sofort. Und dann sagen wir einfach mal Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wünschen Teddy. Ciao, ciao. Und der Robby. Und der Bellerchen. Alles richtig. Alles klar, Freunde. Also bis dann. Haut schön rein, ne? Schönes Wochenende noch. Tschüss.